Modern Talking. Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders. Modern Talking. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking einfach anders. Jetzt wieder sind wir im Flow mit alle 14 Tage. Ja, wir hatten uns ja mal rausgenommen. Wir hatten uns ein bisschen aus den Augen verloren, Herr Kunze. Weil ich im Urlaub war und der Herr Anders so viel gearbeitet hat und dann haben sich unsere Wege dann nicht mehr so gut kreuzen können wie sonst. Aber jetzt sind wir wieder im Flow, oder? Es float wieder. Es float wieder. Also wir haben heute einige Fragen wieder von euch, die wir gerne beantworten wollen. Ihr schreibt ja immer hier an podcast@thomas-anders.com und da ist hier wieder einiges reingekommen. Ich habe jetzt noch eine andere Frage, Thomas. Wir haben demnächst ein gemeinsames Event. Also ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Am kommenden Montag sind wir beide auf einer Veranstaltung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so halb privat oder offiziell ist oder wie das ist. Aber da soll ich dich anmoderieren. Schön. Jetzt weiß ich gar nicht, wie dich anmoderieren. Was soll ich denn da sagen? Also legst du da auf irgendwas besonders Wert, dass ich roten Teppich, dass ich sage, hier die bessere Hälfte das kann ich schon nicht mehr die hören. Schlechtere Hälfte von Modern Talking oder das sind ja diese ganzen Standarddinger, ne? Gentleman of Music, willst du das hören? Oder was hättest du denn gerne in deiner Anmoderation? Oder der Mann, der über 60 ist, aber aussieht wie 30 oder der Mann frisch aus Ibiza eingeflogen oder was? Willst du, dass ich dir jetzt deine Moderation schreibe oder was? Hallo? Ich glaub's ja nicht. Lass dir was einfallen, du kennst mich doch. Ja, aber es gibt doch normalerweise, kriegt man doch immer, wenn so Künstler auftreten oftmals, kriegt man doch dann so eine Beschreibung. Ja, geh doch mal Wikipedia und dann... Nee, es gibt ja welche, die sagen, die möchten bitte genau so anmoderiert werden. Das gibt's ja. Ich bin da ziemlich schmerzbefreit. Also, ja. Echt? Hast du das nicht, so ein Booklet oder so ein Ding, was du, so ein Handout, was du dann abgibst bei deinen Auftritten, wie man dich anmoderieren soll? Habe ich nicht. Also das kann jeder... Gar nicht? Gar nicht. Warum? Ich meine, es gibt von Gentleman of Music bis, keine Ahnung, Weltstar bis in Schlag mich tot, irgendwas fällt den Leuten immer ein. Also, und es wird mich niemand irgendwie blöd ansagen. Und du auch nicht. Ich wollte es dir nur gesagt haben. Okay? Ich wollte es dir nur gesagt haben. Ja, du hast dich doch letztens beschwert, dass du immer so bei Interviews kriegst du immer dieselben Fragen und so viele Fragen, die dich langweilen. Ich könnte dich doch mal überraschen. Also die überraschendste Anmoderation, so wie du noch nie in deinem Leben zuvor anmoderiert. Du kannst so die künstliche Intelligenz fragen, da kommt auch einiges bei rum. Ja, also ich würde sagen, ich mach's kurz, oder? Wie lange soll denn dein Auftritt gehen? Nicht, dass ich quasi länger anmoderiere als dein Auftritt geht. Ja, das ist wohl möglich. Mein Auftritt ist nicht so lang. Das sind ein paar Minuten. Also ein paar Minuten, das stimmt nicht. Also, das ist ungefähr, wie lang wird es sein? 12 Minuten oder so. 13 Minuten. Okay, also es ist mir eine große Ehre. Ich freue mich, lass dich überraschen. Aber schön, dass dann eben die Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer über eine Veranstaltung, wo sie gar nicht hinkommen können, wo du mich fragst, wie du mich anmoderieren sollst und ich weigere mich dir zu sagen, wie du mich anmoderieren sollst, dass die jetzt schon 5 Minuten diesen Kappes mitgehört haben. Ja, aber vielen Dank, dass ihr zugehört habt, ja, und letztendlich, ihr freut euch doch immer, ihr wollt doch immer hier behind the scenes, ihr wollt doch immer wissen, was so hinter den Kulissen passiert. So, jetzt habt ihr das, das habt ihr davon. Übrigens, also vielen Dank an die E-Mail von Claudia Nies. Claudia hat nämlich geschrieben, lieber Thomas, lieber Andreas, ich werde übrigens auch erwähnt, Anders, wie du siehst. Ich möchte mich für den tollen Podcast bedanken. Hab dadurch wieder meine Liebe zu Ibiza aufgefrischt, sitze am Strand, höre die neuen CDs und fühle mich 40 Jahre jünger. Macht bitte so weiter, mir gibt es sehr, sehr viel. Mit einer betenden Hand, Smiley-Icon hinten dran. Das ist nett. Liebe Grüße, Claudia. Danke, das finde ich, ja. Oder? Und dann ist doch genau die Message erreicht, dass man halt eben andere wirklich happy macht, dass man denen gute Gefühle und tolle Erinnerungen bringt. Und wenn das damit erreicht wurde, fantastisch. Dann haben wir alles richtig gemacht.
Die Liebe zu Ibiza. Ich meine, da gibt es ja auch nochmal eine der Anfangsfolgen, wo du auch nochmal über Ibiza erzählt hast. Ich glaube, es war auch letztes Jahr so um die Zeit, wo wir nochmal darüber gesprochen haben, was es da für eine Vielfalt gibt und warum du so sehr in diese Insel verliebt bist. Bist du dieses Jahr eigentlich bisher dazu gekommen, groß Zeit auf Ibiza zu verbringen? Ich war über Ostern eine Woche da. Ah. Das war. Und seitdem nicht? Bitte? Und vorher Nee. nicht? Nee, ich bin eigentlich, bei mir ist es immer so, dass ich, wenn es irgendwie geht, im September dort bin und das war's dann. Und dann bin ich halt eben 6, 7 Monate nicht da. Und dann geht's in Ostern wieder in die Saison und jetzt muss ich gucken, wie zwischendurch Zeit ist, dass ich dann halt eben einen Flug nehme und dann halt eben schnell runterfliege. Ich bin leider nicht so viel da. Also bei mir sind es aufs Jahr verteilt vielleicht 4 Wochen. Tja, dafür wirst du in der ganzen Welt gefeiert. Ja? Tja, Und auf Ibiza, da steht halt keiner da, der da applaudiert. du meinst auf Ibiza? Das ist einfach nur, ja. Das weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich in die richtigen Plätze gehen würde, dann würden auch einige. Ja, gut, das kann natürlich dann wiederum sein, ja, ist klar. Jetzt wollen wir ja heute wieder Fragen beantworten von euch. Also vielen Dank für Claudia, für das schöne Feedback. Aber uns hat ja auch Anfang der Woche eine traurige Nachricht erreicht. Es geht um den Tod von Nadia Abdel Farag, die du ja auch kanntest, mit der du auch Zeit verbracht hast. Wie hast du es erfahren und was waren so die Gedanken, die du dir da gemacht hast? Na, ich saß am Schreibtisch und plötzlich kam Breaking News und da war ich schon ziemlich geschockt. Also wie gesagt, da habe ich gar nicht dran gedacht, überhaupt nicht mitgerechnet. Und das tat mir schon sehr leid, weil eigentlich mit 60 da irgendwie von der Erde gehen und sie hat ja nun, kann man ja auch offen drüber reden, mit Sicherheit kein einfaches Leben. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr traurig. Und wie habt ihr euch denn damals verstanden? Hattet ihr viel miteinander zu tun? Ich meine, du warst ja auch hier immer mit Modern Talking unterwegs. Ich meine, Dieter Bohlen war mit ihr zusammen und da verbringt man doch sicher auch viel Zeit miteinander, zu viert als Paar, als Paare. Ja, gut, Claudia war nicht immer dabei. Ich war dann auch öfter alleine. Nur, es ist so, natürlich kannten wir uns gut durch das Reisen, aber ich habe sie jetzt auch seit 2001 auch nie wieder gesehen. Also wir sind uns nicht irgendwo mal über den Weg gelaufen oder haben uns ausgetauscht. Wir hatten jetzt auch nicht so den engen Kontakt, dass wir nun Telefonnummern oder sowas ausgetauscht hatten, weil es lief immer alles über Dieter. Und ja, wie gesagt, man hat ja nun durch die Medien so ihren Werdegang mitbekommen, was ja auch an sich schon traurig war. Jetzt nicht nur das traurige Ende, sondern im Grunde das weitere Leben von Nadia war ja sehr, sehr traurig und ja, das beschäftigt einen dann schon. Also jetzt mal ganz unabhängig von Nadia, also unsere Branche ist nicht gerade wo man in Blumen gebettet wird, ne? Da muss man schon ziemlich Ellenbogen haben und man muss sich auch schon behaupten. Und ich glaube, das war mit das größte Problem von Nadia, dass sie einfach zu weich und zu schwach war. Und sie musste sich immer auf Berater verlassen und die waren auch nicht alle gut. Also deshalb, das ist dann wirklich sehr, sehr schwierig und den Weg, den sie dann gegangen ist, ja. Jetzt schauen wir mal auf die Fragen, die wir hier haben, weil wir haben zum Beispiel auch zum neuen Album einige Fragen. Hallo Thomas und Andreas, wie hier steht, von Steffi. Mein Name ist Steffi, ich wohne in Karl am Main, bin seit der ersten Stunde großer Fan von Modern Talking, speziell von Thomas. Ursprünglich stamme ich aus Thüringen, also der ehemaligen DDR. Meine Frage lautet, verdient eigentlich Dieter Bohlen an den neuen Alben von Thomas Anders Sings Modern Talking mit und auch an den Auftritten von Thomas? Wer hat denn die Rechte an den Songs? Ich würde mich sehr über eine Podcast-Tasse sowie über ein aktuelles Autogrammfoto freuen. Thomas, bleib so wie du bist. Alles Gute für die Zukunft. Liebe Grüße, Steffi. Ja, Na Steffi. dann, Herr Steffi, Anders. fragst du für dich oder fragst du für eine Freundin? Ja.
Ja. Nein, Dieter verdient das ist die GEMA, weil er die Songs geschrieben hat. Da verdient er mit, aber er verdient jetzt nicht an meinen Auftritten, wenn ich sowas mache. Oder er verdient jetzt nicht am Album, weil ich es ja nun komplett gesungen habe. Er verdient dann eben auch, wenn ich die Songs auf der Bühne singe, aber das ist eine GEMA-Geschichte. Das bezahlt dann der Veranstalter. Und wie gesagt, was war noch die Frage? Hilf mir mal. Es waren so viele. Ja, jetzt bei deinem neuen Album, bei deinen Auftritten hast du ja beantwortet. Ja, wer hat die Rechte an den Songs? Hat die Rechte komplett Dieter oder habt ihr die beide? Oder nee, die Rechte, grundsätzlich, er ist ja der Komponist und Texter von den meisten. Ich habe ja auch ein paar mitgeschrieben oder geschrieben für die Alben. Das grundsätzliche Recht liegt bei dem Musikverlag. Und der Musikverlag vertritt immer den Texter und den Komponisten. Und wenn man irgendwie was machen muss, irgendwas aufnimmt oder sowas, muss man den Musikverlag fragen oder in Kenntnis setzen. Und jetzt in dem Falle ist es so, jeder darf von allen Künstlern die Songs aufnehmen. Da muss man niemanden fragen. Wurde ich ja auch zum Beispiel bei Riverboat gefragt, ob ich Dieter fragen musste, ob ich die aufnehmen darf. Nein, das muss man nicht. Man muss nicht fragen. Man darf sie nur nicht verändern. Das ist im Grunde das Urheberrecht. Das heißt, ich könnte jetzt keinen neuen Text drauf schreiben. Dann muss man Dieter Bohlen fragen. Ich könnte jetzt nicht an der Komposition etwas verändern. Dann muss man ihn fragen. Aber im Normalfall ist es so, dass der Musikverlag das immer freigibt. Er hat immer noch ein Ablehnungsrecht. Das ist so, dass halt eben, wenn Songs für pornografische Zwecke oder als Hintergrundmusik oder sowas benutzt werden, dann kann der Musikverlag sagen, nein, das macht er nicht. Also deshalb, ich sage immer ein ganz klares Beispiel, es gibt so viele Versionen von Yesterday, von den Beatles, ich weiß nicht, 600, 700 verschiedene Versionen. Da muss man jetzt niemanden von den Beatles fragen, solange man den Ablauf, die Struktur des Songs nicht verändert. Man kann ihn für sich anders interpretieren. Ich könnte zum Beispiel genauso eine Jazz-Version aus Your Heart, Your Soul machen. Ich könnte da auch eine Rock-Version draus machen, die Techno. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich könnte. Und dann ist es so, dass nur im Grunde diese Struktur und der Ablauf, der darf nicht verändert werden, dann darf man es. Habe ich das jetzt auch für dich so, dass du das... Nee, also pass mal auf, die nächste Frage ist genauso ähnlich, aber vielleicht haben wir die auch schon beantwortet. Also Steffi, du kriegst auf jeden Fall die Podcast-Tasse, ja. Du kannst ja noch mal antworten, Steffi. Würde mich mal interessieren, ob das wirklich von dir jetzt eine persönliche Frage war oder ob das von irgendeiner Künstleragentur oder so aus Interesse diese Frage kam, weil es klingt schon sehr... Aber, also Steffi, schreibt noch mal. Nächste Frage kommt von Raphael. Hallo ihr Lieben, erstmal herzlich Dankeschön für euren tollen Podcast, an den wir Fans uns nun schon so lange erfreuen dürfen. Ihr macht das ganz toll und hoffentlich noch richtig lange. Ich war beim Release-Event im Zoopalast Berlin. Das war ein echt toller Abend, dass die ersten 6 Alben von Modern Talking nun komplett neu aufgenommen, neu erschienen sind, ist einfach fantastisch. Ich freue mich riesig auf all die tollen Songs, die ich natürlich von den Originalversionen in- und auswendig kenne und liebe. Ich hoffe sehr, dass eine 40 Jahre Modern Talking Jubiläumstour zustande kommt. Nun Ja, zu meiner Frage an Thomas. Die Tour kommt zustande. Die ist im März nächsten Jahres. Kann er sich drauf freuen. Es gibt, Okay, es gibt auch schon Karten zu kaufen. Frage an Thomas, es gibt doch bestimmt etliche Songs zu Modern Talking, welche nie veröffentlicht wurden, da Dieter ja bestimmt für jedes Album mehr Songs geschrieben hat, als dann auf dem Album waren. Diese Songs da liegen doch bestimmt zumindest alle als Demo was vor. Wäre es nicht eine tolle Idee, diese Songs irgendwann noch im Rahmen von Thomas Anders Sings Modern Talking mit Christian Geller aufzunehmen und zu veröffentlichen? Oder ist das aufgrund der Rechte an den Songs nicht möglich? Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr meine Frage für eine der nächsten Folgen auswählen würdet und sende euch liebe Grüße aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Ja, der Raphael. Das kann ich relativ schnell und wahrscheinlich sehr überraschend beantworten. Es gibt keine weiteren Songs. Es gab zwar immer mehr Songs für ein Album, aber es wurden genau nur so viele Songs aufgenommen, wie auf den Alben drauf sind. Es liegt also nichts irgendwo noch im Musiksafe von Songs, die ich irgendwann aufgenommen habe.
Gibt es alles nicht. Und man merkt es ja auch so ein bisschen, es gab irgendwann mal so eine Jubiläumsgeschichte, da wurden aus irgendwelchen Fragmenten wurde ein neuer Song zusammengeschustert. Alleine das ist der Beweis schon, dass es da nichts Neues oder nichts Verstecktes, Verborgenes gibt. Sonst wäre das schon längst auf dem Markt. Okay, Raphael, dann kriegst du auch eine Podcast-Tasse in die Schweiz. Lieber Thomas, von Claudi aus Stralsund. Mit dem neuen Album hast du mich total abgeholt. Ich war schon lange nicht mehr. Wieso? Ich war doch gar nicht in Stralsund. Ja, man weiß schon. So begeistert. Nun habt ihr um Fragen zum Album gebeten. Hier kommt meine. Es handelt sich ja eigentlich um 3 Alben. Das Album an sich, die Remixe und eine Instrumentalversion. Eine Instrumentalversion ist sicher was für Karaoke-Begeisterte. Wäre es auch eine Überlegung wert, statt der Instrumentalversion des Albums eine, das finde ich spannend, nur mit deiner Stimme dazu zu packen? Ich stelle mir das vielleicht zu einfach vor. Was spricht dagegen? Also ich wäre dafür. Liebe Grüße aus Stralsund. Was spricht dafür? Warum soll man nur die Stimme hören? Das ist ja das. Ich meine, wenn sich jemand ein Auto kauft, der hat ja auch nicht nur ein Lenkrad. Ja gut, also ich kann das schon aus Fansicht nachvollziehen, ne? Dass man eigentlich nur mal a cappella quasi gerne deine Stimme hören würde. Ich kann das nicht nachvollziehen. Für mich ist das ein bisschen komisch. Ich will doch den Gesamteindruck der Musik haben. Weil ich meine, ich bin ja nicht mein eigener Bass, meine eigenen Drums, meine eigene Gitarre, das macht ja im Grunde die Faszination eines Songs aus. Und das Gesamtspiel macht ja im Grunde den Hit und nicht dann nur die Stimme, die einzelne, die Solostimme. Also ich meine, wenn man Solo hören will, dann geht man irgendwie ins Kloster und dann können sich die Mönche irgendwie was vorsingen. Und dann Okay, also Claudi, die Antwort ist eindeutig, hast du verstanden. Du kriegst trotzdem die Podcast-Tasse nach Stralsund. Renate aus Potsdam. Lieber Thomas, du hast ja mittlerweile deinen eigenen Wein und Sekt, du hast auch Gewürze oder Kochbücher. Du bist doch auch ein total modeaffiner Mann. Hast du schon mal über eine eigene Modelinie nachgedacht? Liebe Grüße, Renate. Jein. Also das hört sich immer viel einfacher an, als es ist. Das ist also die Modebranche ist schon ein sehr, 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 sehr kompliziertes Geschäft. Sagen wir so, die Gewürze, ich sag Folgendes, die Gewürze kommen aus Koblenz. Also man ist auf dem kleinen Dienstweg. Mein Wein kommt aus Rheinhessen. Das Weingut ist eine gute Stunde von Koblenz entfernt. Mein Verlag fürs Kochbuch kommt aus Wiesbaden. Also man ist im Grunde mit den ganzen Zulieferern, in Anführungszeichen, befreundet und man kennt sich gut. Aber es geht ja hier auch um einen Vertrieb von Mode und keine Ahnung, da wird ein Teil in der Türkei gemacht, also wenn man jetzt nicht Asien nimmt, ein Teil in Portugal geschneidert oder gewebt und gemacht und das ist ein sehr kompliziertes Geschäft und eigentlich will ich Musik machen und jetzt nicht noch irgendwie eine Modefirma aufbauen. Ich konsumiere lieber, kaufe mir irgendwas Schönes und dann ist auch gut. Da muss nicht unbedingt Thomas Anders drin stehen. Okay, Claudi hatten wir. Renate, du kriegst auf jeden Fall die Podcast-Tasse. Svenja aus Bergheim haben wir noch. Die schreibt, lieber Thomas, ich liebe deine Stimme. Danke. Du hast so viel Gefühl und bist ja auch sozial engagiert beim Kinderschutzbund. Es gibt ja einige Stars, die auch mal Kinderlieder aufgenommen haben. Helene Fischer hat das ja aktuell gemacht. Wäre so etwas für dich auch denkbar oder so eine Kombination, dass du mit einer Kinderlieder-CD für den guten Zweck durch Kitas tourst? Ich fände das toll. Liebe Grüße, Svenja. Jetzt freust du dich schon auf die Antwort, oder wie? Du lachst schon wieder so. Ja, ich bin gespannt, was du sagst. Nee, Thomas, das ist eine schöne Idee. Ich biete mich an, ich komme dann mit meinem Akkordeon und dann treten wir zwei als Modern Talking for Kids auf.
Nee, also das ist etwas, also ich glaube, das passt auch nicht zu mir. Ich meine, da singt ein Opa Kinderlieder. Ich meine, ich glaube, so Kinderlieder singen, jetzt außer das Genre, was Rolf Zukowski macht, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, das ist doch sehr frauenaffin. Mutter sein und dann für die Kinder singen. Also ich sehe das überhaupt nicht für mich und da muss ich eine Absage machen. Das wird auch nicht passieren. Jetzt ist der Kunzi so enttäuscht. Ja, hast du denn früher Kinderlieder deinem Sohn gesungen? Ja, weil mein Sohn als kleines Kind nachts so gut wie nie geschlafen hat, habe ich gefühlt 85 Millionen Mal Lalelu, nur der Mann im Mondschau zugesungen. Vielleicht, ja, hat meine Mama auch immer gesungen. Vielleicht habe ich deshalb ein Trauma oder sowas, was Kinderlieder betrifft. aber ja, man hat schon, ich habe schon einige Sachen gesungen. Aber ich hatte dann nie den Wunsch, dass ich das irgendwann mal auf CD oder als Produkt rausbringen soll. Gut, Svenja, auch du kriegst natürlich die Podcast-Tasse. Jetzt haben wir noch Ella aus, was heißt das? Marshausen, wo liegt das denn? Okay, Ella fragt Thomas Anders, lieber Thomas, man hat ja auf manchen Bildern schon mal gesehen, dass du auch hin und wieder mal Brille trägst. Bei deinen Auftritten habe ich dich noch nie mit einer Brille gesehen. Ist das Eitelkeit oder hat das andere Gründe, wenn du auf der Bühne stehst? Liebe Grüße, Ella. Na, ich brauche die Brille eigentlich zum Lesen. Und wenn ich auf der Bühne stehe, muss ich ja nichts lesen. Ach so. Das ist etwas, also ich kann mit der Brille nicht weit gucken. Das ist dann total, also ich kann so mit meiner Brille, kann ich ganz gut so 3-4 Meter gucken. Maximal. Irgendwie, aber dann hört es schon auf und dann wird es doch ein bisschen verschwommen. Deshalb brauche ich für die Bühne keine Brille. Und ich finde, ich habe ganz viele Brillen. Ich habe bestimmt 7 oder 8 Lesebrillen zu Hause. Und trage die auch gerne. Ich habe die auch zu Hause an, weil ich immer schnell vom Computer irgendwas lesen muss und hier was machen muss. Aber wie gesagt, auf der Bühne nicht. Okay, Verena aus Grimma schreibt noch, lieber Thomas, ich finde dein Album total toll, die neuen Alben, Thomas Anders Sings Modern Talking, aber ich bin ja generell ein großer Fan auch von dir auf Deutsch, wenn du Deutsch singst, zusammen mit Florian. Wie ist das denn jetzt in diesem Jahr? Schaffst du es auch noch mit Florian aufzutreten oder ist jetzt alles nur auf 40 Jahre Modern Talking, auf diese Jubiläumstour gemünzt? Würde mich über eine Antwort und eine Podcast-Tasse freuen. Also grundsätzlich ist es 40 Jahre Modern Talkings, kommen da die 6 Alben raus. Übrigens ein herzliches Dankeschön an euch alle, denn das zweite Album ist auch gechartet auf Platz 5 in den Charts. Also 1000 Dank, das ist für mich ein ganz großartiger Erfolg und bin ich sehr, sehr stolz und glücklich drüber. Aber ich bin bei Florian jetzt auf jeden Fall in Kitzbühel am 21. Juni. Und da werden wir auch was zusammen singen. Und ich bin dann auch wieder im Schlagerboom im Oktober und bin halt eben auch zum Adventsfest, bin ich auch wieder zu Gast bei ihm. Aber wie gesagt, es ist wirklich in diesem Jahr ganz gezielt dann 40 Jahre Modern Talking. Und im nächsten Jahr werde ich ein bisschen kürzer treten, was Alben betrifft. Aber ich werde im nächsten Jahr an dem nächsten deutschsprachigen Album arbeiten. Sehr schön. Das nächste deutschsprachige Album. Ja, ist ja dann auch ein Kinderlied dabei. Oh. Ich meine, Sherry Lady ist ein Kinderlied. Also über was reden wir hier? Ja. Also, okay, auch da geht die Podcast-Tasse raus. So, und da sind wir auch mit der Fragerunde für heute schon wieder durch. Ihr könnt natürlich jederzeit hier wieder eine Mail schreiben an podcast@thomas-anders.com. Egal, was ihr fragen wollt. Thomas beantwortet alles, was er möchte, was er nicht möchte, beantwortet er nicht. Aber bisher gab es eigentlich noch keinen Moment, wo du gesagt hast,
das? Nee, dazu will ich nichts sagen. Also dafür haben wir ja auch diesen Podcast, um einfach mal hinter den Kulissen mit euch sich die Zeit zu nehmen, auch mal Dinge zu besprechen, die man vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit erfährt. Ja, so, das sind ja alles auch Fragen, die vertreten. Naja, ich kann das gut verstehen. Es sind Fragen, die einen persönlich interessieren, aber kein Journalist würde dann irgendwie, oder von den wenigsten Fragen, würde dann fragen, weil es ist nicht, ja, für das Magazin nicht interessant genug, weil es ja zum Teil auch sehr persönliche Fragen sind. Ne? Ja, wobei, also wurden ja schon einige Sachen aus dem Podcast, wurden ja oftmals auch schon zitiert in den Medien, gell? Also das ist, von daher ist das auch anscheinend für die Medienschaffenden interessant, was du so von dir gibst. Ja. Danke. Ja, ich danke auch, dass ich hier mit dabei sein darf, wie immer. Und wir freuen uns über euer Feedback, ob es jetzt zum neuen Album ist oder was auch immer euch bewegt. Lasst uns wissen, die veröffentlichten Fragen, die werden mit einer Podcast-Tasse belohnt und es gibt ja schon einige von euch, die haben und hoffentlich hat die auch einen guten Platz, diese Podcaster. Man muss ja nicht nur Kaffee trinken draußen, man kann auch Wasser trinken, Tee, was auch immer ihr wollt. Ne? Hauptsache, sie ist bei euch. Also da ist ein schönes Bild von dem Thomas drauf, ja? und das Logo. Also was ich mache so mit Tassen, die sind bei uns in der Haushaltsküche, da ist da ganz oft, mache ich da so Strauß Petersilie und sowas kommt dann rein oder halt eben Schnittlauch und solche Sachen. Dann sind die schön im Wasser und da kann ich immer halt eben frisch dann schnippeln und ins Essen geben. Schöne Vase. Also diese Podcast-Tasse sollte jetzt nicht unbedingt für den Schnittlauch oder für Petersilie oder für sonst was. Nein, das muss ja nicht sein. So, nein, ich weiß, dass du Champagner daraus trinkst, ganz klar, Gunzelein. Ja, genau. Nee, ich trinke daraus nur den Thomas Anders Rosé-Sekt. Ja, der sehr gut ist. Also der wirklich sehr gut ist. Der ist sehr, sehr frisch, muss ich sagen. Also den ziehe ich auch jederzeit einem Champagner vor, weil der ist total super, wirklich. Macht echt Spaß. Also meine Frau mag den auch sehr und den genießen wir auch. Ja, Thomas, jetzt sehen wir uns am Montag auf dem Event, was keiner weiß offiziell. Wenn du jetzt fragst, was ziehst du an, dann höre ich sofort auf. Dann lege ich aber auf hier. Was ziehst du an? Ja, wir sollten uns schon ein bisschen farblich noch irgendwie absprechen oder so. Ich meine, ne? Also so, es muss ja schon irgendwie auch passen. Aber das können wir ja gleich hinter den Kulissen machen. Vielen Dank für eure Fragen. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten und den Rest wird jetzt der Herr Anders besprechen. Wenn er quasi den Mund leer hat, kann er auch mit euch wieder weitersprechen. Ja, also der isst ja nicht viel. Er isst ja immer nur so kleine Häppchen, immer so, weil er immer gefasst sein muss, gell? Ja, davon aber 1 Million hintereinander. Also, ich danke euch mal wieder, dass ihr zugehört habt und dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt. Das hoffe ich natürlich. Ich sage danke, Kunzilein, und habt eine schöne Zeit. Irgendwie, Wetter ist ja momentan Bombe. Und ja, also ich bin ganz happy und glücklich und habt eine tolle Woche. Oder 2 Wochen. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.